Moin Leute und herzlich willkommen hier in der OT-Blase und heute sind wir, wie ihr sehen könnt, mal wieder auf einer kleinen Con, und zwar einer kleinen imperialen Con, dem Senfkessel. Ja, wir sind hier gerade aber nicht nur auf einer imperialen Con, sondern sogar auf einem richtig geilen Schloss. Nee, einer geilen Burg. Wir sind aber Was nicht. ist der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss? Ich glaube, so Burg ist so ein bisschen mehr so Verteidigungsding, quasi so ein mittelalterlicher Bunker. Und Schloss, da wohnen die Reichen wahrscheinlich so ein bisschen. Bei dem könnte ich es nicht sagen, ob das jetzt... Ich glaube, der Name ist tatsächlich Burg. Ja, Neuburg. Wir sind Burg Neuerburg, steht übrigens direkt da hinter uns. Wir haben direkt so eine Infotafel. Ich erinnere mich noch vielleicht hier an Blutgetränkte Erde, da hatten wir ja auch eine richtig geile Location. Das hier ist mindestens genauso geil, vor allen Dingen, weil hier auch drin einfach super viele Räume sind, die man nutzen kann. Also man hat hier wirklich ein richtiges Stadtfeeling und hier sind wirklich auf relativ engen Raum 120 Spieler. Das heißt, hier merkt man auch richtig, dass hier was los ist. Also man hat wirklich so ein bisschen dieses Stadtfeeling. Genau, und das macht das Ganze ja auch besonders. Normalerweise, wenn man das Warhammer-Imperium bespielt, dann ist das ja mit militärischem Hintergrund. Irgendwo ist eine Schlacht, man ist irgendwo Teil einer Armee. Aber hier ist das wirklich ein Stadtspiel und dementsprechend bürgerliches Spiel. Das ist auch der Grund, warum wir uns das Ding anschauen wollten, weil wir dachten so, am Jahresabschluss, da möchten wir was Entspanntes, aber auch irgendwo ja mal anderes machen. Und als wir dann gehört haben, imperiales Stadtspiel, haben wir natürlich sofort zugesagt. Deswegen nehmen wir euch jetzt mal mit. Wir zeigen euch mal die ersten Eindrücke. Und wir haben mal gemeinsam einen richtig schönen Senfkessel. Ja. Also kommen wir mit. Wunderbar. Wir gehen da lang. Gleich da.
Ja, wir sind jetzt hier gerade in der Taverne, weil wir führen nämlich hier gerade die Taverne. Wir haben uns eine kleine Aufgabe gemacht und ja, wir haben schon so ein paar Events gehabt. Wir hatten Blitzbollern, quasi Speed Dating und das hat wirklich viel Spaß gemacht und wir hatten schon einen Kulturabend, also wir haben schon richtig viel durchgezogen. Wir haben jetzt Samstag und haben jetzt noch einen ganzen Nachmittag vor uns. Deswegen sind wir hier auch so ein bisschen leiser und ein bisschen schneller, weil draußen findet immer noch das Spiel statt und wir wollen natürlich niemanden stören. Aber ja, die Taverne ist auf jeden Fall richtig cool. Das ist ein Teil von diesem Gelände und wie du schon gesagt hast, das Ding ist wirklich super stimmig, das Gelände. Also die ganzen Stände, wie sie die aufgebaut haben mit den Girlanden, ich finde die Girlanden super. Also ich mag so das total und ich bin auch selber überrascht, wie weitläufig oder verwinkelt das Gelände ist, weil es gibt oben auf den Balustraden immer noch Ecken, wo man sich hinsetzen kann und so etwas in der Richtung. Also ihr seht es ja selber auf den Bildern, richtig schön stimmig und du sagtest irgendwann mal, dass das vielleicht die Burg ist, wo du zum allerersten Mal Lab gesehen hast. Ist das der Fall gewesen? Nee, ich glaube nicht. Die sieht tatsächlich, ich habe festgestellt, Bogen sehen sehr ähnlich aus. Es gibt sehr viele Bogen in der Alpha, also das ist tatsächlich nicht die Burg. Was mir aufgefallen ist, ich war jetzt sehr lange hier in der Taverne und habe gar nicht so viel gesehen, als wir jetzt eben gedreht haben. Ja, genau. Da war dann sogar eben einfach irgendwie ein Vortrag, ein wissenschaftlicher Vortrag irgendwie. Und du siehst auf einmal so Ecken, wo ich mir denke, so Alter, das haben wir noch die ganze Zeit nicht gesehen. Also es gibt so viele verwinkelte Ecken, vor allen Dingen, wo richtig viel Spiel passiert. Also oben ist wirklich so ein Wissenschaftsbereich irgendwie. Dann sehe ich da irgendwelche Löcher, wo Obdachlose wohnen. Und also hier ist hier alles voller Obdachlose, die einen die ganze Zeit irgendwie anmachen. Das ist hier, also der größte Kampf hier ist eigentlich Bürger gegen Obdachlose. Das ist so der große Twist. Und ganz, ganz wichtig, eigentlich Hauptbestandteil des Spiels ist gerade, dass der Bürgermeister neu gewählt wird. Also der Bürgermeister, der wird abgesetzt und soll ein neuer gewählt werden. Und ja, ich habe mich nicht zum Bürgermeister aufstellen lassen. Aber Du hast den Drang widerstanden. genau. Ja. Und im Hintergrund passiert schon richtig viel. Da sind unsere Freunde, die gerade schon rumschreien und den Leuten natürlich gutes Spiel geben in der Taverne. Deswegen werden wir jetzt auch ganz schnell einpacken, denn wie ihr hören könnt, die Taverne füllt sich wahrscheinlich jetzt gleich wieder schlagartig. Wir bringen euch jetzt noch ein paar schöne Eindrücke und dann ja, mal gucken, welche Gedanken wir sonst noch so einfangen können hier von uns. Deswegen ganz schnell, bevor das hier... Ja.
So, wir haben uns jetzt mal einen kleinen Rückzugsort hier gesucht. Es gibt nämlich hier wirklich so eine Ecke, wenn man so ein bisschen hochläuft, ganz hinten drin. Wir stehen hier gerade quasi auf einem Balkon, der hier wirklich diese ganze Landschaft zeigt. Ist ziemlich geil auf jeden Fall. Und wir haben richtig viel erlebt. Ich war gerade auf einer Hochzeit, wo ein Bär als Geschenk irgendwie vorbeigebracht worden ist. Dann haben wir eine Bärenjagd daraus gemacht. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ja, und das macht im Endeffekt den Charme von dieser ganzen Con aus, dass all diese kleinen Mini- und gut bürgerlichen Plots, wenn man so möchte, von den Spielern mitgebracht wurde. Im Endeffekt war das der Grundtenor dieser Con, war im Endeffekt nur ein neuer Bürgermeister wird gewählt und alles andere wurde wirklich von den Spielern reingebracht und man hatte wirklich an allen Ecken und Enden irgendwas zu tun und zu sehen. Boxkämpfe, Casinos und natürlich unsere Taverne, die wir mitgemacht haben mit hier Blitzstaten oder Blitzbollern hast du es genannt? Blitzbollern. Ja, wie er es schon gesagt hat. Also richtig cool, da hat man wieder so, das finde ich das Schöne an dem Imperium, die bringen einfach so viel Plot von sich aus mit, einfach weil sie Bock haben, irgendwie was Cooles irgendwie darzubieten für alle anderen sozusagen. Was ich auch krass finde, zum Beispiel Regimenter, die man sonst so kennt, zum Beispiel die Nordländer, die sind dann hier als Rattenfänger unterwegs. Also jeder hat sich eigentlich, also viele haben sich hier so bürgerliche Charaktere gemacht und dadurch wird das Ganze hier auch wirklich so richtig stadtmäßig. Also man hat eigentlich wenig Soldaten und vor allen Dingen halt wirklich einfach diese Bürger, die halt ihr Werk tun. Und vor allen Dingen, was ich ja richtig schön finde, ist immer so ein bisschen dieses Intrigenspiel und selbst das ist ja sogar passiert. Also es gab hier Übernahmen, also mit dem Casino, dann gab es Überweisungen, gab es Probleme mit Selbstjustiz, dass Leute eingewiesen werden sollten und vieles mehr. Also man hat hier wirklich so ein richtiges Leben und jetzt gerade hier wird auch hier im Hintergrund schon rumgeschrien, weil hier geht es nämlich auch richtig ab, immer noch. Genau. Also auf jeden Fall, falls euch solche Plots richtig cool gefallen, dann schaut euch auf jeden Fall mal einen Senfkessel an, denn es soll einen weiteren Senfkessel geben, wurde uns zugeflüstert. Und das war unser Video zum Senfkessel. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Eindruck bekommen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren und dem Video einen Like verpassen. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Dann sehen wir uns jetzt hier in der Reportage zum 42K. Bis bald.